Hallo liebe Hungrige, ein leckeres Dessert passt ja eigentlich immer, doch gerade wenn es ein bisschen wärmer draußen ist, es muss ja nicht immer Eis sein und weil wir ja auch schon mitten in der Erdbeerzeit sind, passt dieses köstliche Dessert ausgezeichnet. Wir brauchen dafür Milch, Vanillesoße, also ein Päckchen, aber ohne Kochen, Mandelblättchen, natürlich frische Erdbeeren, Mascarpone, Zucker und Vanillepuddingpulver. Zuerst kümmern wir uns mal um den Pudding, der muss ja noch abkühlen. Geben dafür in eine Schüssel das Puddingpulver, außerdem den Zucker und gießen etwas Milch dazu. Dann alles verrühren, entweder mit Schneebesen oder einfach einer Gabel. Dann gießen wir die Milch in einen Topf, kochen sie kurz auf und nehmen den Topf dann vom Herd. Nun rühren wir die vorbereitete Puddingmischung rein, am besten natürlich mit dem Schneebesen und geben, wenn wir es erledigt haben, den Topf kurz nochmal auf den Herd zurück, um den Pudding jetzt unter Rühren kurz nochmal aufzukochen, halt eben so wie man ganz normal Pudding kocht. Dann wieder runternehmen vom Herd, abkühlen lassen und, damit sich obendrauf keine Haut bildet, mit Frischhaltefolie abdecken. Nun geben wir in eine beschichtete Pfanne ohne Fett die Mandelblättchen hinein, streuen den Zucker darüber und bräunen diese dann am besten bei mittlerer Temperatur, immer mal umrühren dabei. Der Zucker schmilzt nach und nach und die Mandeln färben sich dunkler. Haben die Mandeln dann entsprechend Färbung angenommen, der Zucker ist inzwischen geschmolzen, nehmen wir sie vom Herd und geben sie nun auf einen Teller zum Abkühlen. Die brauchen wir später als Topping. Nun die Erdbeeren waschen, und zwar bevor wir das Grün entfernen, weil ansonsten zu viel Wasser reinlaufen würde. Das Grüne also abtrennen, den Großteil der Erdbeeren lassen wir so wie sie sind und die anderen schneiden wir in kleine Stücke, die werden dann noch fürs Garnieren gebraucht. Die ganz gelassenen geben wir nun in ein am besten hohes Gefäß und dann werden sie püriert, bleiben also nicht lange in Gänze erhalten. Ja, das macht immer ein bisschen Radau. Sind sie dann fein püriert, schütten wir nun das Soßenpulver hinein und verrühren dann alles gründlich miteinander. Schneebesen reicht dafür aus. Vom abgekühlten Pudding ziehen wir nun die Folie ab und geben nun den Mascarpone dazu. Und nun gilt es, alles gründlich miteinander zu vermengen. Und ich mache das zuerst mit einer Gabel, so ein bisschen grob eben. Und dann alles gründlich miteinander verrühren, am besten mit dem Schneebesen, bis wir am Ende eine wirklich homogene Masse haben. Damit sind alle Vorbereitungen getroffen. Wir brauchen jetzt Dessertgläser oder Schalen und verteilen darin die Pudding-Mascarpone-Masse. Sind dann alle so zu reichlich 2/3 gefüllt. Die Gläser noch ein bisschen hin und her schütteln oder auch mal auf die Arbeitsfläche aufstoßen. Einfach zum besseren Verteilen. Und darauf geben wir nun von der Erdbeersoße ungefähr gleich viel auf alle. Ich mache das mal im Eiltempo. Und nun garnieren wir mit den vorbereiteten Erdbeerstückchen. Fehlt noch das Topping und in diesem Fall sind das die karamellisierten Mandeln, also je nach Geschmack mehr oder weniger davon oben drauf geben. Und fertig ist dieses wirklich köstliche und auch hübsch anzuschauende Dessert. Meine hier haben nicht lange gehalten, wird bei euch nicht anders sein. Genießt sie, ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr aber doch lieber einen Kuchen backen wollt und dazu vielleicht ein süffiges Schlückchen trinken möchtet, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.